Hallo und willkommen in meiner Küche. Der Sommer ist vorbei und das Obst möchte konserviert werden, deswegen habe ich einen Feigen-Pflaumen-Chutney zubereitet. Zuerst suche ich mir die Gewürze zusammen. Hier habe ich einige Aniskörner, die ich zu den Pfefferkörnern, Nelken und Senfkörnern auf meinen Teller gebe. Die Mischung gebe ich in meinen Mörser, in den ich auch noch einen Teelöffel Zucker gegeben habe, damit sich etwas Masse zum Bearbeiten darin befindet. Alles wird zerstoßen und zerrieben, bis ein feines Pulver entsteht, wofür man ein klein wenig Geduld und Kraft aufbringen muss. Die Mischung wird anschließend in eine große Pfanne gegeben. Hier habe ich 4 Zwiebeln, die ich schäle und in grobe Stücke schneide, bevor ich sie in einen Zerkleinerer gebe und in feine Stücke zerhacken lasse. Auch die Zwiebeln kommen in die Pfanne. Von den Feigen wird der Stiel abgeschnitten, die Feige halbiert und in kleine Stücke geschnitten, denn die Haut zerfällt beim Kochen nicht. Ebenso werden die Pflaumen halbiert und in kleine Stücke geschnitten. Alles kommt auf die Zwiebeln in der Pfanne. Darauf werden nun der Rotwein, der Essig und der Zitronensaft gegossen. Des Weiteren kommt der braune Zucker und zunächst ein halber Teelöffel Salz dazu, den Rest habe ich allerdings später auch noch dazugegeben. Alles wird nun aufgesetzt und zum Kochen gebracht. Bis es soweit war, habe ich noch mit Pfeffer gewürzt, ein kleines Stück Zimt dazugegeben und da ich den Geschmack so gerne mag, noch 2 Stücke Sternanis. Der Pfanneninhalt wird nun ungefähr 30 Minuten bei großzügiger Hitze gekocht. Es muss nicht ständig gerührt werden, aber hin und wieder und gegen Ende der Kochzeit immer öfter, denn dann ist immer mehr Flüssigkeit verdampft und die Fruchtfasern neigen dazu, sich am Topfboden festzusetzen. Wenn sich beim Rühren mit einem Teigschaber der Topfboden zeigt und einen kleinen Moment sichtbar bleibt, wie ihr es hier sehen könnt, dann ist das Chutney bald fertig. Zimtstange und die beiden Anissterne werden wieder aus der Pfanne herausgenommen. In eine andere Pfanne habe ich etwas Wasser gefüllt und habe dort hinein meine sauberen Marmeladengläser gestellt, damit sie heiß werden können. Die Gläser stelle ich neben meine Pfanne mit dem Chutney, damit die Arbeitswege möglichst kurz sind. Der Moment, den ich gebraucht habe, um alles umzusetzen, hat jetzt auch schon gereicht, dass der Chutney hier am Topfboden ansetzt. Es ist nichts angebrannt, aber ihr könnt sehen, dass es manchmal wirklich sehr schnell gehen kann. Das Chutney wird nun in die Gläser gefüllt und verschlossen. Zunächst einfach nur bis zum ersten Widerstand und dann nimmt man das Glas mit einem Lappen in die Hand und dreht noch einmal richtig kräftig zu. Manchmal rutscht das Glas unter dem Lappen weg, dann muss man es ohne Schutz anfassen und sich auf die Hitze einstellen. Wenn man weiß, dass es heiß ist, kann man es besser ertragen. Also passt bitte auf und verbrennt euch nicht. Das Chutney hat den typischen Geschmack nach der Süße der Früchte, nach Säure und dem Geschmack der Gewürze. Hier habe ich Rösti mit geschnetzeltem Schweinefilet gemacht und das Chutney dazu gereicht. Es hat dem Essen gleich eine ganz andere Dimension gegeben. Das Chutney harmoniert aber auch besonders gut mit dem Geschmack des Fleisches von Wild. Ich hoffe, ihr probiert dieses Rezept einmal aus und habt daran ebenso großen Gefallen wie wir. Zutaten und Mengenangaben stehen wie immer unten in der Beschreibung. Viel Erfolg beim Nachkochen und wie immer guten Appetit!